Dieses Mal entspannen wir ein wenig vor der mongolisch-russischen Grenze, staunen über die ewigen Weiten, besuchen Ögli und auch einen wunderschönen See. Außerdem treffen wir einen Adler, bestaunen große Supermärkte, fahren uns im Sand fest und schauen uns Kamele an. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Heute ist der 26. Juli, deutsche Zeit 5:38 Uhr, russische Zeit 10:38 Uhr. Und wir sind jetzt auf dem Weg Richtung russische Grenze und müssen uns leider von diesen wunderschönen Tierchen hier verabschieden. Da wieder eine Pferdeherde, hier eine Kuhherde beim Wiederkäuen, kleine Flüsse und Seen in der Nähe. Und wir fahren jetzt Richtung Grenze. Mongolia. Straswitje oder auch Privet, noch aus Russland. Ja, das sind digitale Nomaden beim Grenzübergang an der Grenze. Oh Mann, das wird noch ewig dauern. Oh, da bewegt sich sogar ein LKW. Aha. Naja. Bei uns bewegt sich nichts. Einer ist gerade vor uns umgedreht, der hat keine Lust mehr gehabt. 2 Stunden später. Wir stehen immer noch hier. Das Wetter hat sich verschlechtert, aber da vorne geht gleich diese eine Ampel, diese PKW-Ampel geht bald wieder auf grün und dann im nächsten Block sind wir dran. Und dann geht's durch zur Ausreise erst einmal und dann müssen wir über den Berg fahren und dann erstmal wieder einreisen. Ich sehe uns heute noch nicht weit kommen. So, wir sind über die russische Grenze im Niemalsland. Das sind die Autos, die von der Mongolei wieder zurück nach Russland einreisen wollen. Zum Glück stehen wir nicht in der Schlange, unsere war ein bisschen kürzer. Jetzt fahren wir durch das Niemalsland und sind gespannt, was danach an der mongolischen Grenze auf uns zukommt. Andi, wie war die Grenze? Ja, wir mussten halt 2 Stunden warten und noch ein bisschen länger und dann hat es auch noch irgendwie relativ lange gedauert, bis unsere Fahrzeuginformationen im Computer gefunden wurden, aber alles in allem war es ganz okay, ganz nett und der Officer war wieder sehr freundlich und hat auch keinen Fuß ins Innere gesetzt, sondern nur in die Duschwanne und hat quasi aus Respekt sozusagen das Innere nicht missgeben wollen. Ja, also lieben wir. Und jetzt freuen wir uns auf Mongolia, will ich immer sagen, auf die Mongolei. So. Die liebe Madeleine hat letztens noch gesagt, dass sie es so faszinierend findet, dass man über eine Landesgrenze fährt und dann ändert sich die Landschaft auf einmal wieder komplett. Und ich muss sagen, ich muss ihr recht geben. Wir haben gerade den ersten Checkpoint im sehr, sehr großen Niemandsland passiert und wir glauben, er hat zu uns gesagt, seid ihr 2 Personen, okay, dann dürft ihr fahren und hat uns so eine Schranke aufgemacht, oder? Ja, das war alles. Ja. Da geht's jetzt gleich in Richtung Himmel. Und wir sind jetzt in der Mongolei angekommen. Nach 6 Stunden. An der russischen Grenze haben wir schon mal 2 Stunden gewartet. Dann ging es dort aber eigentlich relativ flott. Dann sind wir sehr, sehr lange durchs Niemalsland gefahren, zur mongolischen Grenze. Dort angekommen haben wir unsere letzten Rubel, viel zu viel, doppelt so viel, wie sie wollten. Aber gut, was sollen wir mit Rubeln? Bezahlt, um durch ein Desinfektionsbad zu fahren. Es war auch ein bisschen tief. Und dann wurde es ein wenig chaotisch, dann wurde unser Auto eingecheckt, dann sind wir durch die Passkontrolle und unser Auto wurde auch nochmal ganz semi-mäßig angeguckt. Dann haben wir ein K-Import-Dokument bekommen und sind auch schon zu dem Ausgang der Grenze, wo man eine Versicherung erwerben konnte. Es war sehr spannend, denn die
diese Versicherung sitzt genau in dem Häuschen, wo man auch aus der Grenze rausfährt. Da sind wir dann erstmal rausgeschickt worden zum Parken. Dann sind wir quasi noch mal in das Häuschen rein, um die Versicherung zu kaufen. Die hat 30 Euro gekostet. Sie haben Euro genommen, das war wirklich super nett. Wir wollten eigentlich in Dollar zahlen, aber die Dollarscheine waren ihnen zu alt. Die waren 2017 gedruckt worden und die neuen haben so einen kleinen Streifen in der Mitte. Wir haben jetzt schon öfters mitgekriegt, dass wenn hier Geld umgetauscht wird, dass sie ganz, ganz neue und ganz saubere Scheine haben wollten. Uns war aber bis jetzt noch nicht klar, dass es auch was mit dem Ausstellungsdatum zu tun hat. Also diese Landschaften erinnern uns schon sehr an den Pamir. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Klick hier und hier und auch noch in der Mitte. Ein Fuso! Nachdem ich mich in Russland nicht getraut habe, Drohne zu fliegen, habe ich mich darauf gefreut, in der Mongolei wieder meine Drohne zu starten. Obwohl wir eigentlich ein bisschen Zeitdruck hatten, denn nachdem der Grenzübergang so lange gedauert hatte, war es schon abends und wir wollten ja unbedingt noch nach Ögli, um dort eine SIM-Karte zu kaufen und Bargeld zu haben. An der Grenze wurde uns zwar Bargeld angeboten, aber wirklich zu sehr, sehr schlechten Wechselkursen. Deswegen wollten wir das in der Stadt machen, denn dort sollte es laut Madeleine tatsächlich ATMs geben, wo wir einfach mit der Kreditkarte Geld abheben können. Ja, also die Stadt ist nicht so groß. Wir überblicken sie in einem Blick. Das sah aus wie eine Eventhalle. Hier ist eine, ich würde sagen, eine Moschee. Ja, eine Moschee auf jeden Fall. Kamelscheiße zum Kaufen. Wir sind ganz happy. Wir haben jetzt 9:30. Wir haben ein ATM gefunden, konnten Geld abheben. Hat auch fast nichts gekostet, 20 Cent, glaube ich. Und wir haben auch noch eine SIM-Karte gekriegt, 20 Gigabyte für umgerechnet etwas mehr als 5 Euro, 5,10 € ungefähr. Und der Umrechnungskurs hier ist mega weird. Man muss sich echt eine Eselsbrücke bauen, damit man nicht durcheinander kommt. Also der mongolische Tolgrok liegt jetzt umgerechnet auf 1 Euro bei 3.691,33. Kleiner Nachtrag. Ich habe noch kurz gegoogelt, wie groß die Stadt hier ist, in der wir gerade waren. Und es ist die 7. größte Stadt, Ölgi, wirklich mit 2 I, ist mit 28.060 Einwohnern schätzungsweise die 7. größte Stadt. Da ist noch einer. Tag 1 in der Mongolei. Wie ist es? Schön, weit, leer, viele Tiere, ein paar Jurten. Man kann sich überall hinstellen und steht einfach total ruhig. Da stehen wir. Und es ist wunderschön. Wir sind immer noch im Altai-Gebirge und trotzdem fühlt sich es komplett anders an. Also wir sind schon mitten in der Steppe drin, auf 2400 Metern teilweise. Hier gibt es eben diese wunderbaren Hochplateaus. Und ja, es ist faszinierend, wie wandelbar das Altai-Gebirge ist. Wir haben auch gelernt, dass hier im westlichen Teil der Mongolei überwiegend auch Kasachen leben, die zum Teil auch muslimisch sind, und deswegen haben wir auch schon einige Moscheen gesehen. Im restlichen Teil ist der tibetische Buddhismus verbreitet und ja, das unterscheidet sich von den Regionen hier so ein bisschen.
Ja, wir haben uns nämlich gestern schon gefragt, warum sich die Sprache ähnlich ein bisschen wie in Tadschikistan oder so anhört. Und ja, Kasachisch gehört zu den Turksprachen. Und deswegen waren alle sehr verwirrt, als wir nach Danke und Bitte und Hallo und Tschüss auf Mongolisch gefragt haben. Ein bisschen plump von uns. Dadurch oder daran, dass wir im Altaigebirge sind, erkennt man auch daran, dass wir jetzt wieder auf 2630 Metern Höhe sind. Ja, und das ist sehr spannend. Endlich Schnee auf den Bergen. Überall Jurten, Pferde, Kühe, Ziegen Und Yaks. und Yaks. Eine Jackherde und ein Schäfer. Der Schäfer im Auto. Geil. Haben wir hier links die Yaks? Ja, hier rechts auch. Gerade auch. Die moderne Art, seine Tiergruppen zu betreuen. Irgendwann ist am Straßenrand dieser wunderschöne Adler aufgetaucht. Der hatte auch keine Angst, er ist nicht weggeflogen und so konnten wir nicht anders und mussten anhalten und uns das genauer anschauen. Okay. Ich glaube, das heißt. Wow. Wahnsinn. Das gute Tier ist ein Steinadler und ich muss sagen, der war ganz schön schwer. Und trotzdem war es einfach nur unbeschreiblich schön, so ein Tier mal aus der Nähe zu sehen. Ja, das war ein Adler eines Nomadens, der da an der Straße mit seiner Herde aktuell lebt und auch einige Adler hat. Er hat dann hier am Straßenrand mit seinem Adler gestanden und hat darauf gewartet, bis Touris wie wir anhalten. Wir haben unsere ersten Kamele gefunden. Ja, du bist der Chef, oder? Oh, ich werde sehr genau inspiziert.
Kurze Warnung, jetzt kommen sehr viele kleine Videoclips, wo wir einfach versucht haben, die Weite der Mongolei einzufangen. Um das zu verstehen, dachten wir, packen wir mal möglichst viele Videos aneinander. Allerdings haben wir trotzdem das Gefühl, dass wir mit diesen Videos einfach dieses Land überhaupt nicht darstellen können oder einfangen können, denn die Steppe ist unbeschreiblich weit, man kann ewig weit in die Ferne sehen und dieses Gefühl von Freiheit kann selbst mit diesen Bildern nicht wirklich gut transportiert werden. Deswegen können wir einfach nur empfehlen, mal selbst hinzufahren. Die Weite kann man auch in Zahlen fassen, also von der russischen Grenze bis nach Ulaanbaatar, der Hauptstadt, sind es etwa 1600 Kilometer. Und man fährt also das nicht an einem Tag, sondern man muss dann schon immer ein bisschen planen, wenn man irgendwo hin möchte, dass man da mehrere Tage brauchen könnte. Wir hatten im Vorfeld über die Mongolei gehört, dass es sehr schwierig ist, mit dem Auto durch das Land zu fahren, denn es sollte nicht so gute Straßen geben. Und daher waren wir umso überraschter, als wir diese sehr neuen, sehr gut ausgebauten Straßen vorgefunden haben, die einen grob durchs Land bringen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Hauptstraßen, die eben nicht so aussehen, aber man kommt schon mal sehr gut von A nach B. Unseren Beobachtungen nach sah es auch so aus, als wären richtig viele neue 4G-Antennenmaste überall hingebaut worden. Vor allem mit dem Anbieter Unitel, den wir gewählt hatten, hatten wir fast durchgehend 4G-Empfang. Und das, obwohl wirklich weit und breit auf hunderte Kilometer keine Ortschaft kam. Und auch damit hatten wir wieder nicht gerechnet. Also, ich will ja nicht sagen, aber wir haben ja das größte Geschäft im ganzen Land gefunden. Wirklich, das ist Und ja auf jeden Fall zwillingsfreundlich. zwillingsfreundlich, genau. Und schau mal, wie Regale, also wie groß alles ist. Hier gibt es auch jedes Gerät. Auch mit so großen Supermärkten haben wir wieder nicht gerechnet und wurden wieder eines Besseren belehrt. Man kriegt dort eigentlich fast alles, aber da in der Mongolei sehr viel importiert werden muss, ist Obst und Gemüse ein bisschen schwer. Also Muri ist zu Recht völlig begeistert. Es gibt hier alles. Es gibt hier Autoreifen, es gibt hier überall Elektrogeräte, Camping, Barbecue, keine Ahnung, Lebensmittel, alles. Guck, hier gibt es diese kühlen Trinkschalen. Hier gibt es verschiedenste Nori-Blätter von verschiedenen Marken, verschiedenen Ausführungen. Und was haben wir bis jetzt in unserem Wagen? Tada! Richtig spannend, dass hier total viele japanische, vielleicht auch koreanische Produkte sind. Das zieht sich hier komplett durch. Wir haben jetzt auch gelernt, dass die Mongolei eben jetzt auch, weil es eben so zwischen China und Russland liegt, versucht auch Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen, vor allem zu Japan auch, aber auch zu Europa und Amerika. Das sind wieder die deutschen Produkte. Hier gibt's alles. Und ich habe die Bierabteilung gefunden. Und das erste Bier, was man hier findet, ist Bavarian Beer. Bavaria. Eine Dose kostet 1,30 €. Oh, aber warte mal. Das ist Japans Prime Beer Brew. Das nehmen wir. Kirin. Nein, lass uns das Altangori nehmen. Das sieht so aus, als wäre es aus Altangori. Der Mongol Premium Bier. Gobi. Mit dem Kamel. Ja. Okay, oh mein Gott.
Ja, wir können ja mal ein paar Dosen nehmen. Nehmen wir eine davon und hier von Und dem Kirin. Das ist Yang Ying Bier. Hier gibt es Australian Wein. Hier gibt es mongolischen Wein. Entschuldigung, georgisch meine ich, georgisch. Und Spanisch meinte die Miri auch, gibt es hier irgendwo. Wahnsinn. Die Auswahl ist hervorragend. Nürnberger Christkindlmarkt Glühwein. Und Das ist doch super. da drüben gibt es den Fraisinett. Und der deutsche Klassiker schlechthin. Für weniger als 1 Euro. Der Maggi. Oder aber 4.758 Töckrück. Meine erste nicht in Deutschland gekaufte koreanische Süßigkeit. Oh, ein kleines Küchlein. Oh, Ich finde, die sieht aus wie die man da in der Türkei kaufen kann. ja, so ähnlich, aber. Oh, Ich will auch mal probieren. Oh, weißt du, wie das schmeckt? geil. Wie? Sowas könnte man auch in Deutschland kaufen, aber Ja. viereckig. Ja, ja, ja. Dream Cake Original. Mhm. Leider Premium Pie with Cream Filling. Meine Frau kocht mir gerade was zu essen. Oh, es sieht lecker aus. Und da hinten geht über der Stadt die Sonne unter. Draußen stürmt und tobt es, aber wir haben jetzt unser Essen. Ja, es gibt Zucchini Feta Soße mit Süßkartoffel Nudeln, voll fancy. Die probieren wir heute mal. Und was gibt's noch? Und dazu gibt es das mongolische Bier. Das ist das Japanische. Ist das japanische? Guck doch mal diese Schriftzeichen. Nein, ich wollte das mongolische. Dann probieren wir das japanische. Dann müssen wir das mongolische mal anders probieren. Okay. Sollte es das Schicksal wohl so. Guten. Guten. So, wir wollten kurz für die Mittagspause anhalten und ich dachte, ja, das geht schon, hier einfach so eine Kurve machen. Jetzt habe ich ein bisschen Sand weggemacht. Auf der anderen Seite auch. Und jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht, dass wir hier rauskommen oder ob wir Sandblech und alles brauchen. Ja, sehr gut. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir dachten, oh, da sind ja Reifenspuren, da können wir auch hinfahren. Ja, haben dann komplett den Sand ignoriert und sind stecken geblieben. Aber wir waren jetzt schnell draußen. Hat der Andi gut gemacht. Hier wäre unser super Picknickplatz gewesen. Sogar mit Mülltonne. Und wir hätten uns einfach nicht festgefahren. Aber wir Helden fahren mal wieder irgendwo rechts rein und fahren uns dann im Sand fest. It's all part of the adventure. Oh, wie schön. Die schlammen sich ein gegen die Fliegen, oder? Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht auch gegen die Sonne. Süß für schöne Pferde. Da ich absolut Pferdefanat bin, musste Andi dann immer, wenn wir schöne Pferde sehen, für mich anhalten.
Die Welt schreitet voran und so haben auch die Jurten jetzt immer Solarpaneele, damit sie Strom haben. Und da haben wir Madeleine und Lukas erreicht. Beziehungsweise laufen Mürri und Madeleine gerade mit dem Otti hier rauf und ich fahre das Auto nochmal eben gemütlich nach da oben. Ach, das ist ja super hier. Haben wir es gerade noch geschafft mit dem letzten Sonnenlicht. Nach einem wunderschönen, feuchtfröhlichen Abend haben wir, obwohl wir gar keine Zeit dafür hatten, beschlossen, noch zusammen in den Westen der Wüste Gobi zu fahren. Und das sieht man beim nächsten Mal. Jetzt sagen wir aber auf Wiedersehen und ciao, tschüss.